Kaufe einen Styroporkühler, Zahn B bei Walmart. Zeichne auf ein Kartonstück die Umrisse des Kühlerdeckels nach. Schneide es mit dem Cutter etwas kleiner als den Deckel zurecht. Nimm Polsterschaum, zeichne die Form mit Filzstift vor und schneide sie mit einem Cutter aus. Heißkleber, den Polsterschaum auf den Deckel und dann den Karton darauf kleben. Nimm eine Decke, einen Teppich oder ein Textil deiner Wahl und schneide es passend zur Oberseite des Deckels zu. Falte es und klebe es mit Heißkleber an den Deckel und schneide das Überflüssige ab. Schneide ein altes Laken passend zu und wickle es um die Kühlerbasis. Klebe mit Heißkleber um die Kühlerbasis und schneide Überflüssiges ab. Schneide den Rest der Decke ab, falte sie um und klebe die Ränder sauber mit Heißkleber. Wickle die Stücke mit Heißkleber um die Basis. Hänge Quasten von der Decke um die Oberseite des Kühlschranks, um einen Boho-Look zu kreieren. So kannst du für unter $15 deinen eigenen Boho Do-it-yourself-Aufbewahrungshocker für dein Zuhause basteln. Nimm einen großen Pflanzer, lege eine Holzscheibe hinein, fülle den Raum mit Weinkorken und platziere Stoßfänger rundherum. Lege eine Glasplatte darauf und fertig ist der Außentisch. Ideal für Veranda, Terrasse oder Außenbereich. Der erste Teil besteht darin, sicherzustellen, dass der Boden flach und eben ist. Betonblöcke übereinander stapeln, unbedingt Allzweck-Baukleber verwenden. Der Klebstoff hält die Blöcke zusammen und verhindert ein Verrutschen oder Auseinanderfallen. Trage bei solchen Projekten immer Handschuhe. Lege 4 dieser Betonblöcke zusammen und stapele sie. Mache das auf beiden Seiten. Ich möchte immer meine Wasserwaage nutzen, um sicherzustellen, dass es gut aussieht. Dann nehmen wir 2 weitere, drehen sie flach, verwenden den Baukleber, legen ihn hin und setzen die Ziegel darauf. Diese werden seitwärts zueinander liegen. Als nächstes werden wir auf der hinteren Hälfte des letzten Betonblocks Baukleber auftragen und ihn nach oben gerichtet hinlegen. Nun, da die Betonblöcke platziert sind, werden insgesamt 7 pro Seite verwendet. Als nächstes wird das Holz eingesetzt. Hier ist das fertige Projekt, das einfach großartig geworden ist, für weniger als $60 gebaut. Zu Beginn brauche ich eine Holzkiste, die ich gut streichen werde. Hier verwende ich die Oberseite eines Schreibtisches, den ich nicht mehr benutze. Ich werde meine bemalte Kiste umgedreht platzieren. Dann bohre ich Löcher und füge Schrauben hinzu. Die Schrauben sollten nicht ganz durch den Tisch gehen, aber lang genug sein, um ihn sicher zu halten. Wir drehen es einfach um und haben einen niedrigen Tisch mit tollen Bodensitzen, was es noch gemütlicher macht. Ich lege ein paar Kissen auf den Boden. Es ist ein toller Platz zum Reden. Um ein Getränk oder einige Snacks oder sogar eine Mahlzeit zu genießen, füge etwas Grün und weiche Beleuchtung hinzu und das macht den perfekten Außensitzbereich. Hol dir eine alte Tür aus deinem örtlichen Secondhand-Laden. Stelle sie auf 2 Böcke. Entferne zuerst die Scharniere und schleife sie glatt. Blase danach den Staub weg und trage etwas Grundierung auf. Nach dem Grundieren mit der gewünschten Farbe bemalen. Wir wählten frisches Weiß, aber jede Farbe ist möglich. Bemale auch die Sägeböcke. Nach dem Trocknen vorsichtig Glas mit Hammer, Zange und Schutzausrüstung entfernen. Befestige nun die Tür an den Sägeböcken und versiegle die Farbe. Das kleine Fenster, das wir entfernt haben, ermöglichte es uns, unseren Regenschirm perfekt darin zu platzieren. Nun hast du einen tollen Picknicktisch für all die Sommerpartys. Danke dir, danke. Danke dir.
Danke dir